Sommer zu trocken, Winter zu warm, Starkregenrekorde, Tornados in Deutschland. Der Presse gehen langsam die Superlative für solche Ereignisse aus. In diesem Video möchte ich das Thema Wetter, Klima, Wetterextreme in einem sechsdimensionalen Licht betrachten und einige Zusammenhänge aufzeigen, an die so wahrscheinlich noch nie jemand gedacht hat. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Auf diesem Kanal erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. In meinen Seminaren bringe ich euch die Natal-Technik bei. Natal ist der Zugang zu höchsten geistigen Quellen und wie man sich davon führen lässt und einen gewaltigen Schub für seine persönliche geistige Entwicklung bekommt. An dieser Stelle ein Hinweis für meine österreichischen Zuschauer, 2 Hinweise. Ich bin am 10. Oktober in Graz und halte dort einen kleinen Infovortrag. Außerdem 3 Tage später, am 13. Oktober in Bad Vöslau, das ist etwas südlich von Wien, dort halte ich nochmal einen Vortrag über Burkhard Heim und auch über Natal. Wer also aus der Gegend ist oder dort gerne hinkommen möchte, Infos findet ihr natürlich alle auf meiner Homepage, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe es im Intro gerade schon gesagt, ich möchte heute über das Wetter sprechen. Wetter und seine Extreme, das waren seit mindestens im ersten Halbjahr, jetzt 2024, aber ich glaube auch schon länger, einfach Lieblingsthemen der Presse und zumindest die Schlagzeilen haben versucht, sich zu überschlagen, was die Formulierung anbelangt und immer neue Sachen erfunden. Ich möchte das nicht lakonisch oder respektlos verstanden wissen vor den Menschen, die tatsächlich mittendrin waren und darunter gelitten haben, die dadurch Eigentum verloren haben, möglicherweise sogar ihr Leben. Es ist immer was anderes, wenn man sieht, wie die Brücke weggespült wird in einem Video auf YouTube oder vor dem Fernseher oder wenn man live da drin ist oder wenn das Auto im Wasser stecken bleibt und man nicht weiter kann. Ich selber war im April diesen Jahres in Dubai und zwar 36 Stunden nach diesen schwersten Regenfällen aller Zeiten, die dort niedergegangen sind. Und ich habe also den Rest des Chaos noch miterlebt, den das zur Folge hatte. Ich möchte in diesem Video explizit nicht auf die Frage eingehen, die nahezu schon politisch ist und heikel und sehr kontrovers diskutiert wird, ob das jetzt wirklich so ist, wie das immer dargestellt wird, ob es also eine Zunahme an Wetterextremen gibt. Tatsache ist, es wird darüber berichtet und es wird so empfunden. Das ist erstmal die Realität. Es wird so empfunden, dass das Wetter immer, oder die Klimaereignisse, Wetterextreme, wie auch immer man das nennen mag, dass es mehr werden und dass es auch so erlebt wird. Nicht nur von den Menschen, die unmittelbar betroffen sind, sondern auch von den Menschen, die es mittelbar mitbekommen. Das Entscheidende, was ich in diesem Video herausstellen möchte, ist, was ist Wettergeschehen eigentlich in einer sechsdimensionalen Welt? Und kleiner Disclaimer, bevor ich damit anfange, Burkhard Heim hat darüber sich eigentlich nie geäußert. Also nicht so in dieser direkten Art, wie ich das heute in Zusammenhang setzen möchte. Ich nehme einfach sein Modell und betrachte damit das Wettergeschehen und alles, was damit noch zusammenhängt. Das ist nämlich sehr interessant. Ich beziehe mich heute sogar eher auf einen meiner anderen Lieblingsautoren, den desinkarnierten Lieblingsautor Seth, über den ich auch schon mal ein Video gemacht habe, in Jane Roberts Buch Individuum und Massenschicksal bringt er nämlich eine interessante These. Und zwar sagt er sinngemäß, es ist ja bekannt, dass das Wetter die Stimmung beeinflusst und das wissen viele Menschen, aber erstaunlich wenig Menschen gehen davon aus, dass die Stimmung der Menschen das Wetter beeinflussen könnte. Und das ist eigentlich der interessante Punkt. Und den kann man auch in Heimtheorie sehr gut erklären. Also, was ist Wetter in einer sechsdimensionalen Welt? Wetter, das sind erstmal ungeheure Kräfte. Luft und Wasser man nimmt das normalerweise nicht so wahr im Alltag, wenn man den Wasserhahn aufmacht oder draußen das laue Lüftchen genießt. Aber wenn ihr vielleicht seid ihr gerade im Urlaub und badet im Meer, wenn ihr einfach nur mal in den Wellen steht und merkt, wie das Wasser, wie die Rückströmung der Wellen an euren Füßen reißt, denkt immer daran, nicht im Rip Current schwimmen, da werdet ihr nämlich nach draußen gezogen. Falls ihr euch darin wiederfindet, immer zur Seite schwimmen, nicht dagegen an. Es sei denn, ihr seid auf einem Surfbrett, da wollt ihr garantiert raus, damit ihr hinter die Wellen kommt.
Für die meinen Kanal schon kennen, das ist Burkhard Heims Schichtenmodell der unbelebten Materie. Also wir haben hier 6 Strukturstufen vom Subatomaren, also Elementarteilchen, Atome, Moleküle und die Makrokollektive, die sogenannten. Die Makrokollektive, das sind alles sowas wie makroskopische, unbelebte Objekte aus anorganischer Materie, die uns so umgeben, also Steine, hauptsächlich Steine, Mineralien oder Sand oder was auch immer. Entscheidend ist anorganisch. Ein Sprung zwischen diesen Strukturstufen liegt immer dann vor, wenn man sagen kann, die Gesetze, die man braucht, um das Verhalten der darin enthaltenen Objekte oder Systeme zu beschreiben, die lassen sich nicht ableiten aus den Gesetzen, die darunterliegenden Strukturstufen bestimmen. Aus den Eigenschaften von Molekülen oder von bestimmten Salzen lassen sich nicht ableiten, wie ganze Steine oder Kristallkonglomerate, die aus diesen Molekülen aufgebaut sind, sich verhalten. Also aus der chemischen Formel Siliziumoxid lässt sich nicht ableiten, wie der Sand, wie bestimmte Korngrößen von Sand rieseln oder welchen Schüttungswinkel der Sandhaufen bildet. Das sind die Makrokollektive. Und im Prinzip sind diese Makrokollektive zum Beispiel auch größere Mengen Wasser oder Wolken am Himmel. Nun gibt es noch größere Systeme als das, was ich eben genannt habe, die also aus sehr vielen von diesen, ich sag mal, kleineren Makrokollektiven bestehen. Also nicht bloß einzelne Felsen, sondern ganze Kontinente. Nicht bloß einzelne Wolken, sondern ganze Wettersysteme, Sturmsysteme. Und nicht nur eine kleine Menge Wasser, sondern die Ozeane der Welt. Und darauf wiederum aufbauen der gesamte Planet. Das ist nämlich eine weitere Strukturstufe. Das schreibt Heim in dieser Betrachtung, die er in postmortale Zustände beschreibt, also wo er dieses Schichtenmodell vorstellt, schreibt er das nicht oder nur in einem einzigen Nebensatz, dass das auch noch größere Systeme sind, aber es ist auch kein Widerspruch. Das System Synchrometrie, in dem diese Einteilung vorgenommen wird, das ist keine absolute Skala. Das ist immer eine Frage davon, welche Perspektive nimmt derjenige ein, der diese Dinge bewertet. Und dieses Schichtenmodell, das, wie gesagt, die meinen Kanal schon länger kennen, denen das bekannt ist, das bezieht sich erstmal vor allem auf diesen Sprung von unbelebter zu belebter Materie. Aber man kann jetzt von der Stufe 6, wo man jetzt normalerweise zur Stufe 7 der biologischen Makromoleküle gehen würde, kann man genauso gut einen Seitenzweig aufmachen. Und von denen gehen wir jetzt zu den, wie sollen wir es eigentlich nennen, Makrokollektiven, zu den planetaren Objekten, planetaren Kollektiven, also Atmosphäre, Hydrosphäre und so weiter. Da gab es auch noch diese Pseudo-Ebene 7, aus der sind alle menschengemachten Artefakte, auf der sind alle menschengemachten Artefakte angeordnet. Also ihr seht, es ist keine lineare Skala, dieses System, es ist ein Netzwerk von Beziehungen untereinander. Das macht das Ganze so ein bisschen schwer vorstellbar, aber es ist ein logisch sehr konsistentes System, das Heim hier aufgestellt hat. Also, wir haben auf jeden Fall eine eigene Strukturstufe für unser Wetter. Schon mal Wetter und die Ozeane, sagen wir mal. Dass es legitim ist, die einzuführen, merken wir schon daran, dass Wettermodelle, Klimamodelle was ganz anderes sind als jetzt das kleinräumige Beschreiben einer Wolke oder die Gesetze der Hydrodynamik. Das ist etwas anderes, ob man ganze Ozeanströmungen betrachtet oder die Strömung in einem Wasserrohr. Übrigens könnte man darüber noch eine weitere Ebene 8 einführen, die umfasste dann Systeme, astronomische Systeme, Sonnensysteme, galaktische Systeme und so weiter. Also, gehen wir jetzt auf diese Ebene 7 der planetaren Systeme, wie ich sie jetzt einfach nenne. Jetzt ist die interessante Frage, wie unbelebt sind diese Systeme eigentlich noch? Heim macht ja einen starken Unterschied zwischen belebter und unbelebter Materie. Die klassische Betrachtung, die alchemistische Betrachtung, die macht diesen Unterschied ja gar nicht. Da gibt es Körper, Geist und Seele und es gibt keine tote Materie in dem Sinne. In einem panpsychischen Sinne würde ich das auch sehr unterstützen. Ich habe vor einigen Monaten dieses Video
integrierte Informationstheorie gemacht, mit dem man durchaus Argumente finden kann, warum man selbst der unbelebten Materie eine Art von Bewusstsein zuordnen könnte. Und aus rein praktischen Gründen kann man auch sagen, zum Beispiel, es gibt Meditationstechniken mit Kristallen, wo also man sich auf Kristalle konzentriert und dadurch bestimmte Schwingungen absorbiert, und ich sage jetzt mal rein empirisch, das deutet ja auch darauf hin, dass da etwas ist, das mit dem Bewusstsein interagieren kann, was eine Art von Lebendigkeit bedeutet. Und ebenfalls empirisch, beim Wettergeschehen wissen wir in allen traditionellen Kulturen, und ich würde jedem abraten, das primitiv zu nennen und mich selber sehr davor hüten, in schamanistischen Kulturen ist Wettergeschehen, sind göttliche Kräfte. Selbst in unserer eigenen Kulturgeschichte bei den alten Griechen war das so. Bevor man in den See stach, hat man Poseidon und Aeolus, die Götter des Meeres und der Winde, um ihre Gunst gebeten und Opfer dargebracht. Und auch wenn der heutige rationale Verstand und die etwas einseitige Wissenschaft so etwas als naiv abtut, in Heims Modell sind das psychische Realitäten, und Realitäten sind vor allem eins, nämlich real. In einer sechsdimensionalen Welt sind psychische Vorstellungen und die psychischen Emanationen solcher Kräfte sind physikalische Realitäten, die die Materie strukturieren können, das heißt beeinflussen können. Psychische Realitäten sind immer Wahrscheinlichkeitsfelder. Und dadurch, dass man diese beeinflusst man letztendlich zum Beispiel das Wetter. Und früher machte man das systematisch. Schamanistische Kulturen machen das immer noch. Dadurch, dass man bestimmte Tänze, Rituale aufführte, Gesänge, Töne und so weiter, erzeugt man bestimmte Bewusstseinszustände und bestimmte Gefühle. Und diese richtet man auf diese anderen Seinsformen, nenne ich sie mal, die man Wettergeschehen nennt, diese übergeordneten Kräfte, um ein neutraleres Wort zu benutzen. Und dadurch werden die natürlich beeinflusst. Und selbst aus moderner Zeit, also auch von modernen Menschen, immer doof, wenn man diese Unterscheidung treffen muss, selbst in moderner Zeit gibt es Anekdoten von Farmern, die also irgendwie das in ihrem Blut haben, darum bitten zu können, dass sie günstigen Regen haben für ihre Felder und die Nachbarn haben keinen. Das ist immer sehr interessant, wenn man solche Berichte hört. Natürlich sind das dann nur einzelne Anekdoten, aber das ist trotzdem relevant, wenn man über solche Randthemen spricht und dazu Analysen anstellen will. Also hier wird seitens des Menschen ein positives Wahrscheinlichkeitspotenzial zugeführt, das also konkret die Wahrscheinlichkeiten beeinflusst, mit denen ein bestimmtes Wettergeschehen auftritt oder auch nicht. Und leider funktioniert das natürlich in beide Richtungen. Ich habe jetzt von positiver Beeinflussung gesprochen. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, in welchem psychischen Zustand ein Großteil der Menschheit ist und diesen Zusammenhang im Hinterkopf habt, den ich gerade beschrieben habe, dann ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass das Wetter verrückt spielt. Wir haben in der Politik dieses Auseinanderdriften von der Lager, die sich mit immer schärferen Argumenten zumindest bekämpfen oder wo man die Meinung des anderen nicht aushält, nur weil sie unterschiedlich ist zu der eigenen. Ständig gibt es überall ein Dutzend Krisen und wenn mal zu wenige da sind, dann sucht man sich neue. Zumindest in der Presse wird es so gemacht, habe ich den Eindruck. Und ich möchte gar keine Ursachenforschung betreiben und ich brauche auch keine Schuldigen zu suchen. Es ist einfach so. Und dieses Empfinden, das bildet sich im Außen ab, unter anderem im Wetter. Und dazu kommt natürlich die rein physische Naturzerstörung auch noch. Abholzung, Vermüllung der Ozeane, Ausstoß von Schadstoffen in die Luft und so weiter. Auch da ist bezeichnend, dass wir im Hinterkopf diese Vorstellung haben, da die Natur rächt sich, also so als Satz, was impliziert, dass es ein intelligentes, bewusstes Wesen ist. Ich halte zwar
diesen Gedanken an Rache oder an Vergeltung, das halte ich für eine menschliche Projektion auf einen Bereich, wo das eigentlich nicht zulässig ist, aber auf jeden Fall wird es auch so empfunden. Und um das Ganze jetzt noch komplizierter zu machen, möchte ich noch ein paar andere Spieler in die Arena bringen. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass Homo sapiens, die Population von Homo sapiens in den letzten 100 bis 150 Jahren extrem zugenommen hat. Aber wir sind trotzdem nicht unbedingt das Maß der Dinge. Es gibt also 8 Milliarden Menschen derzeit auf der Welt, aber gleichzeitig gibt es 20 Billiarden Ameisen. Das sind 25 Millionen pro Mensch. In Biotrockenmasse gerechnet sind das 12 Megatonnen Ameisen versus 60 Megatonnen Menschen. Da haben wir noch die Nase vorn. Wenn man die Gesamtmasse der Insekten betrachtet, das sind 200 Megatonnen. Also da gehen wir bereits unter. Das ist mehr als die Masse aller Menschen und anderen höheren Säugetiere und Vögel zusammengenommen. So, und jetzt geht es noch weiter. Die Summe der Biomasse aller Fische auf der Welt, die beträgt 700 Megatonnen. Also mehr als das 10-fache der Masse des Menschen. Und wer hat jetzt eigentlich das Sagen beim Wetter? Denn das sind auch alles Spezies, die zwar nicht unbedingt die Fähigkeiten haben, das Ökosystem großflächig zu manipulieren, aber deren Seinszustände bestimmte Gefühle darstellen, die mit dem Ganzen interagieren. Und nun müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, was wir eigentlich noch zu sagen haben. Denn wenn trotz Überfischung der Ozeane es über 10-mal mehr Masse an Fischen gibt wie Menschen, dann ist deren emotionaler Zustand vielleicht viel ausschlaggebender für das Wetter und das Erdklima, als das jemals irgendjemand gedacht hat. Das heißt natürlich, unser primäres Ziel, das alle Art von Klimapolitik anstreben müsste, ist es, das Wohlergehen der Fische zu fördern. Und nicht sich um CO2-Ausstoß Gedanken zu machen. Das ist sekundär. Die Emotionen der Fische gehen direkt in das Wasser hinein. Das Wasser verdunstet. Wir haben also die Emotionen der Fische im Wetter. Also wenn ihr das mindblowing findet, total richtig. Aber das hat ungeheure Implikationen auf unsere gesamte Denkweise, auf unsere gesamte Wissenschaft, Klimapolitik etc. Es bedeutet ganz andere Prioritäten. Wenn ihr in Zukunft eure Priorität auf die Entwicklung eures persönlichen Gefühlspotenzials setzen wollt, dann schaut euch unbedingt Natal an. Natal erlaubt euch wie kein anderes Verfahren, an Gefühle zu kommen, Gefühle zu erleben, die ihr niemals euch hättet vorstellen können und die auf keine andere Weise erlebbar sind. Und hinter solchen Gefühlen stecken Erkenntnisse, wie ich gerade skizziert habe. Und man kann darüber noch ganz andere Zusammenhänge in Erfahrung bringen, die mit diesem Thema zu tun haben oder irgendeinem anderen. Und es ist der beste Weg, wie ihr euer eigenes persönliches Gefühlspotenzial dem einen ganz entscheidenden Boost verleihen könnt, einen Boost für eure persönliche Entwicklung und damit zumindest für euer Leben und eure unmittelbare Umgebung, euer emotionales Mikroklima ganz entscheidend verbessern könnt. Das Fazit für dieses Video ist, alles auf der Erde oder auch im gesamten Universum eigentlich hängt miteinander zusammen und das Wohlergehen des einen ist entscheidend für das Wohlergehen des anderen, ganz egal, ob das Menschen, Ameisen, Fische oder Mineralien sind. Das heißt nicht, dass es nirgendwo Konflikte gibt oder geben darf. Das heißt, dass das Streben nach dem persönlichen Glück in Harmonie mit allem anderen das Wichtigste ist, was wir haben und was verwirklicht werden muss. In 6 Dimensionen und in Farbe.